Beach Hut oder Torino 21? Das ist immer so die Frage, das möchte ich euch heute beantworten. Beides sind Düfte mit Minze, aber welcher ist besser? Ist es der Torino 21 von Sergio oder Beach Hut von Amouage? Yes, mein Name ist Dennis, aka Fragrance Song aus Hamburg. Merkt euch das jetzt endlich und ja, folgt mir. Ja, Amouage und Search-Off. Das sind zwei Brands, die auf jeden Fall für Luxus, für gute Düfte stehen und so weiter. Ich bin Fan von den beiden. Ich stehe so ein bisschen mehr natürlich auf Amouage. Ist einfach so, weshalb, wieso, habe ich so oft erwähnt, das ist jetzt nicht wichtig. Es geht einfach um diese beiden Düfte und es sind zwei Minzdüfte. Ich bin nicht unbedingt ein so großer Fan von Minzdüften. Das ist genauso wie mit Feigendüften. Das ist bei mir sehr schwierig und das muss dann wirklich auch perfekt sein. Und das ist so ein bisschen schwierig. Aber gleich mal vorweg, das wissen wir, es sind zwei perfekte Minzdüfte. Wirklich perfekte. Aber welcher ist denn nun besser für den Sommer oder vielleicht sogar für den Winter oder fürs Büro etc. pp. Das werde ich euch heute mal erzählen. Wir fangen mal mit dem Torino 21 an und stellen den Beach Hut mal ganz kurz weg. Der Torino 21 auf jeden Fall ist ein sehr schöner, minziger, erfrischender, ja, Minzduft. Und schon fast so wie, wenn ihr euch so, ja, könnte man das so sagen, Wasser, kaltes Wasser mit Eiswürfeln, so ein bisschen Minze drin und Zitrone. Und dann habt ihr diesen Duft. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Das ist natürlich wirklich eine geile Abkühlung im Sommer, wenn es denn mal warm ist. Die Betonung liegt auf, wenn es denn mal warm ist. Wir haben ja den Hitzesommer 2025. Ich war dabei. Nur die Hitze nicht. Und Fakt ist auf jeden Fall, trotzdem, wir wollen jetzt ein bisschen ernst bleiben, wenn es warm ist, dann passt dieser Duft einfach wie die Faust aufs Auge. Das ist einfach so. Er ist perfekt. Er ist einfach perfekt ausbalanciert. Man hat was Frisches und man hat was Zitrisches, also jetzt Zitrone ein bisschen. Man hat eben viel Minze, aber irgendeine sehr kühle, frische Minze. Was da so bei rumschwingt, ist völlig unwichtig. Es ist ein Minzduft, genauso wie bei den Amouage. Aber da kommen wir gleich zu. Da schwingt natürlich noch so ein bisschen was anderes mit. Hier im Endeffekt auch, aber ich nehme grundsätzlich das wahr, was ich eben eingangs erwähnt hatte. Und er macht Spaß. Auch fürs Büro natürlich perfekt geeignet. Und im Winter, sagen wir mal, man redet ja immer nur, ja, ist ein frischer Duft und so weiter, pipapo, kann man das, oder den kann man nur im Sommer tragen. Nein, die können natürlich auch den perfekt im Winter oder Herbst tragen. Ich sage so immer, dass Sommerdüfte sich viel besser entfalten. Davon laber ich schon die ganzen Jahre, dass sich Sommerdüfte viel besser entfalten, die ganzen Duftmoleküle, wenn es kalt ist. Und den kenne ich, den solltet ihr mal wirklich tragen im Winter. Also der kommt richtig gut. Und für mich ist Torino 21, wenn es um die Reihe geht, so und so der beste. Fakt ist das. Nun kommen wir zum Beach Hut. Zum Schluss werde ich natürlich erzählen, welcher am besten ist. Der Beach Hut ist so ein bisschen der männliche Part. Ich kenne viele, mein Administrator zum Beispiel, der sagt so die ersten 5 Minuten, der ist gut, aber irgendwie ist der Torino 21 besser. Dann aber nach 5 Minuten, beziehungsweise 5 bis 10 Minuten, dann schwingt dieses Teil um und dann kommen wir wieder das, was Amouage kann. Ich finde ihn allerdings gleich von Anfang an cool, weil das ist einfach ein männlicher Part. Ihr habt auch Minze, aber ich habe ein bisschen Feuchtes, Holziges, grundsätzlich auch Moosiges drin. Hier ist nämlich auch Moos drin, aber das macht diesen Duft interessant und vor allen Dingen maskuliner und männlicher im Endeffekt. Hinten raus wird es einfach ein absolut genialer, maskuliner Minzduft, wo auch die Minze sehr dicht oder im Vordergrund steht, aber nicht ganz so vielleicht wie bei Torino 21, aber schon doch präsent, weil der Duft ist grundsätzlich stärker. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber man muss sagen, er hat einfach das Männliche. Es macht das Moosige auch, was hier nicht störend ist. Also denkt nicht, dass das hier so, keine Ahnung, so erdig, moosig. Nein, das nicht. Einfach Beach Hut, das sagt ja das Wort. Ihr müsst euch so eine Strandhütte vorstellen, am Wasser ein bisschen und so ein Schilf, ja, schwebt da lang, sage ich schon. Das ist einfach ein bisschen schwer zu beschreiben, wenn man den Torino 21 auf der anderen Seite hat. Das ist ja so dieses Aushängeschild für Minze. Aber für mich ist das dieses Aushängeschild. Und da habe ich euch gleich auch die Antwort gegeben. Für mich ist das auch der Gewinner, weil er einfach ausgewogener und besser gemacht ist. Im Endeffekt. Natürlich hat er nicht ganz so die Kühle. Diese ganz kühle Abkühlung hat er nicht. Er ist ein bisschen
wärmer, aber schon maskuliner, also holziger, ein bisschen moosiger, einfach ein bisschen mehr, ja, Beach Hut im Strandhaus-Feeling. Das habt ihr hier einfach mehr. Aber da müsst ihr auch drauf stehen. Für mich ist es ganz klar, das ist ein tolles Teil, ne? Aber das ist ja für mich als Mann ist das schon besser gemacht und so weiter und so fort. Kommen wir zur Haltbarkeit, da gewinnt ganz klar der Beach Hut, deswegen wollte ich den gar nicht hier zeigen. Da gewinnt er, das ist im Endeffekt für einen frischen Duft, Sommerduft auch, Minzduft ist das Beast Mode. Der hält über 12 Stunden. Sillage ist gut, das schafft der Torino 21 nicht. Der ist zwar auch bei guten Tagen bis 8 Stunden da. Ich wollte aber nicht grundsätzlich über die Haltbarkeit und Sillage gar nicht mehr eigentlich reden. Das werde ich jetzt aber ein paar Monate machen müssen, damit die Leute das da draußen verstehen. Es kommen ja auch mal neue dazu und so weiter, weil es bringt nichts, nochmal ständig über die Haltbarkeit zu reden. Ihr müsst mehr oder wir müssen mehr oder alle müssen mehr über die Düfte reden. Um den Duft geht es und nicht um die Haltbarkeit Sillage. Das ging mir über die letzten Monate, Jahre so auf die Eier und vor allen Dingen bringt es auch nicht. Das ist ja der Punkt. Weil jede Haut ist anders, jede Nase ist anders, überall hält der anders. Ich kann jetzt sagen, der hält 12 Stunden. Dann kommt aber einer um die Ecke, auch selbst wenn es nicht stimmt. Es gibt ja Leute, die möchten einfach irgendwas schreiben. Ja, der hält bei mir 5 Stunden. Dann wird diskutiert, bei mir hält er 8 Stunden. Deswegen ist das überflüssig, eigentlich über Haltbarkeit und auch Sillage zu reden, weil Sillage ist, wie jeder das wahrnimmt um einen rum. Dann ist, wie warm ihr seid, ne, im Endeffekt, wie ihr das ausstrahlt, ausdünstet. Pipapo, alles was dazugehört. Darüber zu philosophieren ist Blödsinn. Und Leute kauft, ja, ich weiß, wenn ein Duft teuer ist und der hält nur 5 Stunden, was der jetzt nicht tut, aber als Beispiel, ich kann das schon verstehen, aber früher hat das keinen Menschen interessiert. Die waren zwar früher nicht so teuer, aber für die Verhältnisse früher war es derselbe Preis, auch wenn es günstiger im Endeffekt war. Aber früher hatte man, ja, obwohl früher gab es die D-Mark, dann hatten viele meinen ja immer mehr Geld. Ja, man hatte anders, das ist jetzt was anderes, da brauchen wir nicht drüber reden, man hatte ein bisschen anders Geld, aber im Endeffekt, sagen wir mal so, es ist trotzdem scheißegal. Ihr solltet über den Duft reden und darum geht es, weil es ist so abgeschweift, man hat nur noch über Haltbarkeit, Sillage geredet. Es ging gar nicht mehr um den Duft, deswegen habe ich in vielen Videos gesagt, nehmt Hundescheiße. Wenn ihr Sillage und Haltbarkeit haben wollt, dann schmiert euch mit Hundescheiße an, dann habt ihr das, was ihr wollt. Mit Augenzwinkern und Sarkasmus, ne? Aber ganz ehrlich, ist, ne, da werden viele mir hier bestimmt beisteuern und sagen, ja, du hast recht, weil es ging wirklich. Es flacht es langsam ab, jetzt geht es langsam auch mal wieder um die Düfte und das ist auch wichtig, weil alles andere ist alles nur Scheiße und Bullshit-Gelaber gewesen. Das nervt. Natürlich ist die Haltbarkeit wichtig. Damit will ich das nicht, ne? Ich schweife schon wieder ab jetzt, aber es geht um die Düfte grundsätzlich und der Gewinner ist eher hier. Aber ich sage euch eins, wer den mag, solltet den auf jeden Fall mal testen. So. Und nicht sofort, also wenn ihr den nehmt, sprühen auf die Haut. Nee, das ist nichts für mich. Bitte mal 5 Minuten drauf lassen, 8 Minuten. Und dann werdet ihr sehen, so wie mein Administrator, dass das hier ein richtig nices Teil ist. So, hier haben wir ihn und auch schöner Flakon. Und ganz ehrlich, es ist immer einer meiner Lieblingsbrands hier. Ja, das weiß ich, alles Search. Ich habe so viele Düfte, aber ich habe auch viele Düfte von Amouage. Amouage ist, aber ich habe das schon in meinem letzten Video gesagt und überhaupt, wenn ich Amouage vorstelle, Amouage ist eine andere Liga und nicht nur gegen Search. Das ist auch kein Kleinmachen von einer anderen Marke. Da kann ich jetzt viele raussuchen. Amouage macht das richtig. Auch wenn sie jetzt in England früher in Oman hergestellt haben oder whatever, wo sie es herstellen. Trotzdem ist es einfach perfekt meistens. Und es sind sehr viele Meisterwerke, finde ich, drin. Das ist natürlich auch Geschmackssache, ne? Und ja, Beach Hut ist jetzt nicht mein Favorit von dem Brand, ne? Aber es ist ein sehr geiles Teil. Und wenn ihr einen schönen minzigen Duft haben wollt, dann den. So, schreibt mal runter, welchen findet ihr besser. Mehr muss ich eigentlich nicht dazu sagen. Beides coole Düfte, aber der Beach Hut gewinnt. Natürlich ist der Torino 21 der beste aus der Reihe von den Torinos, aber auch sehr nice. Spritzig, wenn ihr es ein bisschen kühler erfrischender haben wollt, aber wenn ihr maskulin, länger, Haltbarkeit besser auffallen wollt und ist der Beach Hut schon nice. Also Grüße gehen raus an meine Mitglieder und dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal.